meine lieben Freunde, willkommen hier zurück zu meinem versprochenen Frankreich-Video. Ja, es hat lange gedauert, es sind ja 11 Teile schon rausgekommen und wollte ich noch so ein bisschen mitnehmen auf meinem letzten Tag und zeige euch noch ein paar nette Aufnahmen an meinem letzten Abreisetag, der ja dann nur noch Asphalt war, und möchte euch bei der Gelegenheit natürlich so ein bisschen was über meine Erfahrung berichten. Und ja, mit dem Ziel, dass ihr so ein bisschen was davon mitnehmt und vielleicht auch für eure Planung für eine Frankreich-Tour einfach etwas davon habt. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem Überblick über meine Route. Das ist vielleicht für die meisten von euch interessant. Ich blende euch hier eine kleine Übersichtskarte ein. Und zwar, ich bin von Dortmund aus losgefahren. Das waren ungefähr 300 Kilometer bis zur französischen Grenze. Und dann gab es den Einstieg in die Sektion 13. Vorab noch ein kleiner Hinweis, also ich bin ungefähr insgesamt, sagen wir mal, 1350 Kilometer Offroad gefahren auf dem TED in Frankreich. Insgesamt ungefähr 2600 Kilometer mit der Anreise über die Straße. Und zwar die einzelnen Sektionen waren, auf der Sektion 13 bin ich 450 Kilometer gefahren. Auf der Sektion 22 waren es 300 Kilometer, auf der Sektion 26 waren es 140 Kilometer, auf der Sektion 7 waren es 320 Kilometer und auf der Sektion Nummer 2 bin ich 180 Kilometer gefahren. Kommen wir mal zur Sektion 13. Also die Sektion 13 ist, abgesehen davon, wenn der Boden nass ist, ich sag mal, eigentlich relativ einfach zu fahren. Problem ist allerdings, wenn es geregnet hat, und das ist in Frankreich durchaus häufiger der Fall, trotz der eigentlich ganz optimalen Jahreszeit, die ich hatte, dann sind die Felder unglaublich schlammig bzw. noch viel schlimmer lehmig. Und da hatte ich ja das große Problem, ihr habt es ja vielleicht gesehen in den Videos, dass sich mein Vorderradreifen zugesetzt hat und was dazu geführt hat, dass das Rad sich nicht mehr gedreht hat. Und ich am Ende meinen unteren Mudguard abschneiden musste. Ich konnte ihn leider nicht abschrauben, weil ich hatte schlauerweise meine Schrauben mit Loctite gesichert und die sind natürlich rund gedreht. Und dann habe ich dann ganz eiskalt mit meiner kleinen Säge den Mudguard abgeschnitten, damit ich überhaupt Vortrieb habe. Leider hat es relativ lang gedauert, bis ich gerafft habe, dass es kein Traktionsproblem des Hinterrads ist, sondern wirklich das Vorderrad zu war. Also wer nach Frankreich fährt, den würde ich raten, nehmt am besten den unteren Mudguard ab an eurem Motorrad, wenn ihr einen habt, und nutzt einfach nur den oberen Fender, ganz klassisch wie bei den alten Enduros. Ja, wenn man sich dann durch den Lehm gekämpft hat, was ja immer nur so ein paar Kilometer sind, ist es natürlich wirklich ein cooles Gefühl, wenn man da durchgekommen ist. Und am Ende des Tages freut man sich, wenn man die ganze Sache dann geschafft hat. Die Sektion 22, die sich daraufhin anschließt, wird dann schon, ich sag mal, schon anspruchsvoller. Vor allen Dingen, was in Frankreich so das Faszinierende ist, ihr habt eine unglaublich abwechslungsreiche Landschaft. Ihr habt einmal Felder, die lehmig sind, ihr habt Maisfelder, ihr habt Sonnenblumenfelder und dann kommt ihr wieder in Waldabschnitte mit Single Trails oder auch mit offenen Bereichen, die teilweise sehr, sehr einfach zu fahren sind und auch flüssig zu fahren sind. Und dann kommt ihr wiederum in Teile des Landes, wo ihr viel Geröll habt, wo es in steile Auffahrten reingeht mit sehr losem Untergrund, die sehr anspruchsvoll auch teilweise sein können. So ein bisschen wie in Bosnien. Und da habt ihr auch ein bisschen zu kämpfen. Aber das macht natürlich auch Spaß. Also die Landschaften in Frankreich sind unglaublich abwechslungsreich. Und das hat mir wirklich klasse gefallen. Frankreich hat ja insgesamt, ich glaube, 5900 Kilometer TED zur Verfügung. Und wenn ihr das wirklich alles fahren wollt, dann seid ihr ein paar Jahre unterwegs. Und ihr habt in diesem Land unglaublich viele Möglichkeiten, wirklich richtig schön Offroad zu fahren. Es sind ein paar Passagen, die knallig sind, aber auch welche, die ziemlich easy sind und einfach zu fahren sind, vor allen Dingen dann, wenn die Sonne scheint. Also ich war wirklich schwer begeistert von der Landschaft und ich würde auch jederzeit wieder hinfahren und werde es auch noch mal machen, weil ich bin ja jetzt auch nur, ich sag mal, einen Bruchteil gefahren. Insgesamt 11 Tage war ich unterwegs und ja, das war schon eine ordentliche Tour, muss ich sagen, und zehrt natürlich auch so ein bisschen an den Kräften. Man kann nicht irgendwie 3 Wochen am Stück fahren, jeden Tag Offroad, das ist sehr, sehr anstrengend, also mental und natürlich auch
körperlich so eine Tour. Und ja, wenn ihr wirklich den ganzen TED Frankreich fahren wollt, dann seid ihr wirklich einige Zeit unterwegs. Landschaftlich sind natürlich auch noch mal so ein bisschen hervorzuheben die sehr, sehr schönen Weinberge. Es gibt da Passagen, wo ihr durch Weinberge fahrt. Ist toll anzusehen. Es gibt natürlich unterwegs auch Seen, wo man vielleicht auch mal baden kann oder man kann Klamotten waschen. Da sind einige tolle Highlights mit dabei. Was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat neben der Landschaft, sind einfach die Menschen in Frankreich. Ich bin immer wieder erstaunt, wie freundlich die Menschen in Frankreich sind, wenn man da irgendwo steht mit dem Motorrad und man hat irgendwas, wird man angesprochen. Die Franzosen lächeln meistens und sind wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist nicht in jedem europäischen Land so, ist sehr erstaunlich. Also ich mag es sehr gern, da zu fahren und ja, komme jederzeit wieder gern zurück. Kommen wir mal zu den praktischen Sachen während der Tour. Thema Tankstellen ist ja manchmal ein größeres Thema, weil in Frankreich ist die Besonderheit, dort gibt es sehr, sehr viele Tankautomaten. Ich würde euch also nicht unbedingt raten, nach Frankreich zu fahren, ohne eine funktionierende Kreditkarte mit mindestens 200, 300 Euro auf der Karte, weil die Beträge werden dort geblockt, wenn ihr tankt. Ich glaube, ihr könnt dafür maximal 200 Euro tanken und ihr solltet eine funktionierende Kreditkarte dabei haben. Ansonsten seid ihr darauf angewiesen, in größeren Städten zu tanken, und in diesen Städten gibt es dann auch Tankstellen mit einem Shop und da sind auch Menschen an der Kasse und da könnt ihr auch bar bezahlen. Die Mindestreichweite würde ich euch schon ungefähr ans Herz legen. Naja, 150 Kilometer solltet ihr haben. Mehr ist natürlich besser. Im Allgemeinen finde ich, sind 300 Kilometer Reichweite am Motorrad wirklich angemessen. Ansonsten müsst ihr halt öfter mal die Augen offen halten. Was sehr angenehm ist, ihr findet da unglaublich viele Möglichkeiten zum Übernachten. Ich bin ja mit einem Camping-Setup unterwegs. Bedeutet, mein Softgepäck hatte ich dabei, meine 2x14 Liter Kappertaschen. Ich hatte eine Hecktasche dabei mit 30 Liter Volumen, um flexibel auch mal Lebensmittel einlagen zu können. Ich hatte einen kleinen Tankrucksack dabei und 2 Seitentaschen, wo hauptsächlich Ersatzschläuche drin waren und irgendwie Flickzeug und Kettenspray und solche Klamotten. Insgesamt wirklich relativ leicht gepackt. Unnötige Sachen habe ich zu Hause gelassen. Und ich hatte natürlich da auch mein Campingzeug dabei und diesmal kein Zelt, weil mit dem kleinen Ein-Mann-Zelt, was ich in Marokko hatte, war ich überhaupt nicht zufrieden. Das war total ätzend, darin zu schlafen, Kondenswasserbildung und ja, umständlich aufzubauen. Und ich bin auf die Hängematte umgestiegen, bin ich jetzt schon eine ganze Weile und ich muss sagen, ich bin echt happy mit der Hängematte. Man kann super drin schlafen, ich kann nachts gut schlafen, ich habe morgens keine Rückenschmerzen und auch mit dem integrierten Moskitonetz ist das wunderbar, wenn ihr auch mal irgendwo seid, wo Mücken sind. Mücken ist ganz interessant. Es gibt einige Ecken in Frankreich, da gibt es überhaupt keine Mücken, da habt ihr keine Probleme. Es gibt aber auch Gegenden, wenn man da draußen schläft, wo es so ein bisschen sumpfig ist oder Seen in der Nähe sind. Da gibt es durchaus Mücken und da braucht ihr das Moskitonetz. Und es gibt auch genug Bäume in Frankreich im Gegensatz zu Holland. Also in Holland ist es schwierig mit einer Hängematte. Wildcampen ist sowieso in Holland so gut wie unmöglich oder sehr, sehr schwierig umzusetzen. Aber in Frankreich ist es überhaupt kein Problem, abends einfach irgendwo reinzufahren und sich einen wunderbaren Campingplatz zu suchen, also einen Wildcampplatz, und sich dort irgendwie ja, hinzupacken. Und man kann dann auch, ich sag mal, wunderbar abends mit den Kumpels, wenn man welche dabei hat oder auch alleine, den Abend genießen. Vielleicht ein kleines Feuerchen machen. Natürlich immer so ein bisschen darauf achten, dass ihr ja, die Sicherheitsmaßnahmen einhaltet, ist klar, brauche ich nicht zu sagen. Aber ich sag mal, Eigenverantwortung ist wichtig und natürlich den ganzen Müll wieder mitnehmen, damit man da auch keine Spuren hinterlässt. Ich bin ein großer Freund vom Wildcampen, das macht wirklich viel Spaß und das ist nochmal so ein ganz anderes Feeling, als wenn ihr irgendwo in einem Hotel übernachtet. Ich finde das irgendwie so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen arm, aber ich sag mal, das richtige Feeling kommt irgendwie nur auf, wenn man campt. Und auch im Vergleich zu einem normalen Campingplatz. Also mir ist es aufgefallen, wir waren ein einziges Mal, glaube ich, oder zweimal war ich auf einem normalen Campingplatz. Man hat keine großen Vorteile im Vergleich zum Wildcampen. Man hat zwar eine Dusche da, aber letzten Endes ist das nicht wirklich viel, viel besser. Also Wildcampen hat den großen Vorteil, man hat seine Ruhe, man kann sich einen Platz suchen, wo niemand ist.
Klar, man kann nicht duschen, aber das kann man natürlich unterwegs auch irgendwo machen, in den See springen oder was auch immer. Also Wildcampen macht mega viel Spaß und ich sag mal, gibt nochmal so ein ganz anderes Feeling, so ein bisschen in die richtige Natur. Was ich euch natürlich raten kann oder muss, ist, sucht euch einen Platz, wo niemand ist. Also Wildcampen, Regel Nummer 1, irgendwo rein, wo kein Mensch ist. Ne? Weil ich sag mal, die größte Gefahrenquelle ist der Mensch selber. Und wenn ihr irgendwo reinfahrt, wo niemand ist, dann habt ihr auch keinen Ärger, bekommt keinen Stress. Und ich ehrlich gesagt habe noch nie in meinem Leben Stress bekommen, irgendwo, wo ich draußen gecampt habe. Auch wenn wieder natürlich einige hier im Internet unterwegs sind, die hier mit erhobenem Zeigefinger, du darfst das nicht und darfst jenes nicht. Aber wisst ihr was, Leute, jeder Mensch hat einen eigenen Kopf und kann selber nachdenken, ob das für ihn in Frage kommt und hat so ein bisschen Eigenverantwortung. Und dann funktioniert das Ganze auch und dann gibt es auch keinen Stress. Man kann natürlich auch in Hotels übernachten, das kann man durchaus mal machen, wenn das Wetter total mies ist oder man will mal, keine Ahnung, seine ganzen Akkus aufladen oder einfach mal ein bisschen relaxen, dann kann man durchaus ein Hotel suchen und was ich halt immer gemacht habe oder häufig dann mache, auch in Marokko, einfach über Booking.com suchen, in der Nähe, Umkreissuche, ganz spontan, wenn es langsam anfängt dunkel zu werden, nach einer Unterkunft suchen, die buchen und dahin fahren. Und man bekommt in Frankreich schon so, ich sag mal, relativ einfache Unterkünfte für ja um die 60 € kriegt man was, vielleicht leicht darunter und dann kann man da auch übernachten, ohne ein Vermögen zu bezahlen. Ja, Campingausrüstung habe ich euch ja schon gesagt. Mit meiner Hängematte, was ich noch habe, ist, ich habe einen Kocher dabei und einen kleinen Wasserkessel. Das hat sich sehr bewährt. Kein umfangreiches Zeugs wie irgendwelche Teller, Töpfe oder so ein Kram. Der Wasserkessel reicht aus, um wunderbar morgens Kaffee zu kochen. Das ist total wichtig, wenn man morgens losfährt, so einen schönen warmen Kaffee zu haben. Und man kann in dem Kessel dann auch Nudeln kochen, vielleicht ein bisschen Pesto rein, wenn man wirklich was Warmes machen will. Aber ich mache es meistens immer so, ich stehe morgens auf, fahre los, trinke meinen Kaffee und unterwegs, weiß ich nicht, vormittags, wenn ich so langsam Hunger bekomme, halte ich irgendwo am Supermarkt und kaufe mir da Klamotten, die ich den tagsüber essen kann, kaufe mir genug zu trinken. Bedenke natürlich auch, dass ich vielleicht abends auch im Lager, wenn ich jetzt wild campe, noch ein bisschen Trinkwasser brauche zum Händewaschen oder auch zum, weiß ich nicht, zum Kochen und habe immer genug Wasser dabei und genug Essen, dass ich halt komplett, ich sag mal, autark unterwegs sein kann für längere Zeit. Und auch in Frankreich gibt es genug Supermärkte, wo man auch einkaufen kann. Wer genug Geld hat und da nicht irgendwie auf jeden Cent achten muss, der kann natürlich auch essen gehen in Restaurants oder Cafés. Das kommt so ein bisschen auf das Budget an. Ich selber bin ja meistens so ein bisschen low budget unterwegs und ich glaube, ich habe bei der ganzen Frankreich-Tour 450 € oder so ausgegeben, inklusive Sprit. Und ja, das ist wirklich relativ wenig Geld für ziemlich viel Abenteuer, muss ich sagen. Zum Thema Kleidung muss ich sagen, ich habe eine Enduro-Hose angehabt, darunter Protektoren, also Knieschützer von O'Neill und auch eine kurze Protektorenhose. Obenrum hatte ich Funktionsunterwäsche an, auch je nachdem wie die Temperaturen sind. Dann ein Protektorenhemd unter dem Motocross-Jersey und oben drüber habe ich dann einfach noch mal eine Art dünne Enduro-Jacke, die man anziehen kann. Und wenn es zu warm ist, ziehe ich die aus. Und wenn es mal regnen sollte, dann kann man da einfach eine Regenjacke anziehen und eine Regenhose. Und das Setup hat sich wirklich bewährt und das funktioniert gut. Und wie gesagt, wenn es regnet, habe ich ja für meine Hängematte auch einen Tarp und da kann man sich auch schon drunter verkriechen und das Ding hält sogar auch ja, einen Sturm aus oder einen Regen aus, wenn man es richtig aufbaut. Ist also kein Problem und natürlich wichtig, das solltet ihr eigentlich gelernt haben, wenn ihr, ich sag mal, meine ersten Folgen gesehen habt der Frankreich-Serie, man sollte immer richtig gute Enduro-Stiefel haben, damit man sich nicht die Knöchel bricht oder andere Teile. Die Füße zu schützen ist total wichtig, weil man gerät unglaublich schnell unter das Motorrad. Zum Thema unter das Motorrad kommen, kann ich euch auch noch ans Herz legen, Softgepäck zu verwenden. Weil wenn ihr unter dem Motorrad liegt und ihr könnt die Beine nicht rechtzeitig rausziehen, dann ist es nicht hilfreich, wenn ihr da Aluminiumkoffer habt. Und ja, was auch ein Problem ist, wenn ihr wirklich im Sitzen fahrt und durch irgendwelche tiefen Löcher paddelt, dass euch nicht aus Versehen die Knie nach hinten klappen und unter die Koffer geratet. Also Koffer ist, finde ich, ein sehr, sehr hohes Risiko.
ich habe mich auch schon vor längerer Zeit von meinem Koffersystem getrennt und werde jetzt immer schlanker und immer leichter. Das kommt auch noch hinzu, weil weniger ist eben oft mehr. Was sonst in Frankreich natürlich noch ein großes Thema ist, ist das Thema Reifen. Aufgrund des Umstands, dass es in Frankreich durchaus schon nass sein kann und die Böden häufig sehr weich sind und schlammig, macht es Sinn, auf jeden Fall richtig vernünftige Reifen zu nehmen. Daher würde ich euch von klassischen 50-50 Reifen eigentlich abraten. Und ihr braucht Reifen oder solltet Reifen verwenden, die nicht eine sehr, sehr runde Flanke haben, zum Beispiel wie der Bridgestone AX41, sondern eher einen etwas flacheren Enduro-Reifen mit sehr dicken Noppen, mit viel Freiraum dazwischen und mit hohen, ich sag mal, Seitenführungsfähigkeiten. Ich verwende schon jetzt seit längerer Zeit und bin damit echt super happy Mitas E09 beziehungsweise jetzt hier die neueste Generation, den Nachfolger Mitas Trail XT Plus. Und zwar auch in der Dakar-Ausführung, was einfach nur eine etwas robustere Karkasse bedeutet. Und der Reifen ist einfach mega cool. Der funktioniert auf der Straße, der funktioniert im Regen. Und er wühlt sich überall durch und er hält hier auf der Himalayan 9000 Kilometer. Also den Reifen, den ich jetzt hier hinten drauf habe, ist ein Trail XT Plus Dakar und der ist jetzt hier drauf 7500 Kilometer ungefähr, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und der funktioniert wunderbar. Und das sind 80-20 Reifen, bedeutet 80% Offroad, 20% Straße, weil meine Philosophie ist eher, wenn ich ins Gelände fahre, dann will ich auch durchkommen, will mich damit nicht hinlegen und will sicher ans Ziel kommen. Und der Mitas, der bringt mich überall hin. Was eben bei dem Mitas auch noch der Fall ist, er ist so steif von der Karkasse, dass man ihn sogar auch platt noch fahren kann. Wenn man vorsichtig fährt, dann kann man durchaus viele, viele Kilometer sogar ohne Luft damit fahren. Und im Gegensatz zu einigen Befürchtungen oder Aussagen von anderen Leuten, wenn man die richtige Technik benutzt, kann man auch den Reifen mit der Hand vernünftig wechseln. Ich bin mittlerweile da richtig fit drin in Reifenwechseln. Ich habe so meine Erfahrung machen müssen und bin jetzt quasi an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keine große Angst mehr, wenn so ein Reifen mal platt sein sollte oder so ein Schlauch platt sein sollte. Ich habe jetzt die richtige Technik. Und ja, habe jetzt auch keine Angst mehr. Wenn ein Platten ist, dann fahre ich an die Seite und dann wird der gewechselt. Natürlich macht das keiner gerne. Ich hatte ja in Frankreich auch mal einen Luftverlust hinten. Und ja, mutmaßlich lag es am Ventil. Eventuell hat sich das gelöst oder jemand hat mir die Luft rausgedreht, weil ich habe dann am Ende Luft wieder aufgepumpt und die Luft hat gehalten. Also letztendlich kein Problem. Also die Mitas-Reifen definitiv mega cool, vor allen Dingen in solchem Gelände. Ja, was gibt es noch zu sagen zu Frankreich? Eigentlich nicht mehr viel. Ich kann nur jedem von euch raten, da mal hinzufahren. Es ist ein unglaublich schönes Land, ein sehr großes Land. Und ich muss sagen, ich habe da irgendwie so gut wie keine Leute getroffen. Und man kann da auch alleine hinfahren. Also die ersten paar Tage sind wir ja zu dritt gefahren und ja, die letzten Tage oder die Hälfte des Trips bin ich alleine gefahren und auch beides hat was für sich. Also man hat natürlich viel Spaß, wenn man mit mehreren Leuten fährt, wenn man zusammenpasst. Also wichtig ist ja, wenn man zusammenfährt, dass die Leute ungefähr auch auf einem Level unterwegs sind und nicht rumjammern. Also ich bin ja jemand, der das nicht so sehr gern mag, wenn da jemand immer rumjammert. Also man muss auch mal ein bisschen auf die Zähne beißen können und nicht immer bei der kleinsten Kleinigkeit, sage ich mal, nach Hause wollen. Und wenn das alles passt, dann macht das richtig viel Bock und man kann natürlich auch die Erlebnisse dann viel besser gemeinsam ja, miteinander teilen. Und wenn man dann abends zum Beispiel am Lagerfeuer sitzt, ist das mega lustig und macht echt mega viel Spaß. Auf der anderen Seite, wenn man alleine unterwegs ist, hat man natürlich auch weniger Zeitdruck. Man kann die Sachen alleine planen. Ich selber bin ja sowieso niemand, der so gerne, ich sag mal, viele Sachen vorausplant und eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit fahren muss. Ich will das eher genießen und auch abends einfach spontan entscheiden, Mensch, hier bleibe ich jetzt und ich fahre jetzt hier weiter oder ich lasse es für heute gut sein. Und das ist für mich so ein bisschen auch die Essenz des Reisens im Gelände. Und ja, Frankreich ist super dafür. Also es gibt unglaublich viel zu entdecken. Also ich kann jedem nur mal raten, fahrt dahin,
genießt die Landschaft und die Menschen dort. Ja, damit würde ich es gut sein lassen für diese sehr lange Serie, die es ja jetzt gab. Aber ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen als Filmdokumentation gedacht und ist eigentlich auch dafür geeignet, dass man einen guten Eindruck davon bekommt, wie es wirklich da ist. Und man erlebt unmittelbar, ja, wie es für mich auch ist in der Situation und kann das vielleicht ganz gut nachvollziehen. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Wie gesagt, wir haben jetzt Anfang Februar 2025 und bald fängt endlich die Saison wieder an. Ich fahre zwar auch den ganzen Winter durch, aber ich bin echt froh, wenn die Sonne jetzt wieder mehr rauskommt und wenn wir endlich wieder Frühling haben und Sommer haben. Und auch dieses Jahr habe ich einiges vor. Es geht zu Ostern noch mal ein bisschen auf den Tet nach Holland. Das ist aber nur so eine ganz kleine Geschichte. Da werde ich auch keine großen Videos drüber drehen, sondern vielleicht noch mal ein paar nette Shorts. Und im Sommer will ich tatsächlich mal wieder auf die Bosnia Rallye. Ich habe es jetzt, glaube ich, 2 Jahre ausgehalten ohne und habe jetzt echt mal wieder Bock drauf, nach Bosnien zu fahren und auch noch etwas Tet auf dem Balkan. Mal schauen, wie die Zeit reicht und wie es kohletechnisch aussieht. Dann gibt es noch mal ein paar richtig coole Videos, was ja, die Tets auf dem Balkan anbetrifft und natürlich auch von der Bosnia Rallye. Ich habe jetzt auch kameratechnisch noch mal ein bisschen was optimiert. Ich hoffe, ich kann euch ein paar coole Aufnahmen auch liefern. Und was ich auch noch geplant habe, ist so im Spätsommer, Anfang Herbst noch mal eine Tour in die Pyrenäen auf dem ACT oder auf dem Tet, je nachdem. Das muss ich mal sehen. Seid auf jeden Fall gespannt. Es kommen einige interessante Videos, auch noch so ein paar Testvideos raus zu verschiedenen Produkten. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.